Die APG ist ja zuständig für die sichere Stromversorgung in Österreich. Und durch die Energiewende haben wir jetzt große Herausforderungen, diese Sicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Und deshalb setzen wir auch auf neue Technologien und innovative Lösungen. Und eine dieser innovativen Lösungen ist für uns der Einsatz von Drohnen. Da gibt es eine Reihe von Vorteilen. Zum einen einmal dadurch, dass man trennt Datenerfassung von der Bewertung, können sich die Daten, wenn sie mal vorhanden sind, können sich diese Daten unterschiedliche Experten anschauen. Das heißt, ich bin nicht daran gebunden, dass ich eine Beurteilung durchführen kann und wenn ich mehrere Beurteilungen haben möchte, unterschiedliche Experten mit dem gleichen Aufwand an die Schadstelle bringen, sondern ich kann die Schäden zunächst erfassen und dann von unabhängigen verschiedenen Experten beurteilen lassen. Das ist einmal ein großer Vorteil. Ein anderer Vorteil ist, dass die Drohne mit geringem Aufwand an Stellen eingesetzt werden kann, wo man ohne umfassenden maschinellen Aufwand oder Gerüsten eben nicht hinkommt. Die Drohnen ermöglichen unzugängliche Stellen sehr leicht datenmäßig zu erfassen. Ich habe einen vollständigen Snapshot, ein vollständiges Abbild eines Objektes und kann nachher immer im Nachhinein schauen, war der Schaden schon vorhanden, wie hat er sich entwickelt. Wie kann ich prüfen, dass der Schaden so passiert ist, wie es ursprünglich dokumentiert ist? Ich kann relativ schnell eine Drohne schicken, die über einen Flug mit ein paar Bildern mir das bestätigt. Es passiert ein Unfall, bis ich dort hinkomme, kann ich meine Drohne schicken, vielleicht die erste Hilfe anbieten, etc., Daten erheben und dann versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist. Und es gibt Situationen, wo ich Daten real-time übertragen muss. In den meisten Fällen kann ich Daten speichern und dann später analysieren, aber es gibt Situationen, wo ich real-time das übertragen muss. Beispielsweise ein Haus brennt. Wie kann ich relativ schnell die Lage der Situation berichten, sodass Entscheidungen getroffen werden? Und das kann auch nur real-time sein. Also wenn wir eine Strategie machen und eine Roadmap für eine digitale Transformation, kommen immer die Themen wie Predictive Maintenance. Ja? Normalerweise machen wir die Datenerhebung quasi zu Fuß. Das heißt, unsere Mannschaft begeht zweimal im Jahr unsere Leitungstrassen. Und durch den Einsatz von Drohnen bekommen wir eine neue Perspektive. Nicht nur vom Boden, sondern auch aus der Luft und das schnell und zuverlässig. Mit Drohnen haben wir die Möglichkeit, uns Bauteile auch dann anzuschauen, wenn wir die Leitung nicht abschalten. Und diese Abschaltungen kosten eben jetzt durch die starken Belastungen, denen unser Netz ausgesetzt ist, Unmengen an Geld und schwächen auch in dem Zeitpunkt die sichere Energieversorgung. Es geht ja darum, wie kann ich das präventiver gestalten. Da ist ein Einsatz von einer Drohne um einen Faktor 100 oder 1000 günstiger, als ich früher das mit Menschen gemacht habe, wo ich tatsächlich jemanden physisch geschickt habe.